MJ Update, new in my collection. Ich habe wieder was Neues gekauft. Und kennt ihr das? Ihr geht irgendwo in den Plattenladen eures Vertrauens rein, in den Second-Hand-Laden, den ihr regelmäßig besucht. Ihr geht so rein, ihr kennt den schon, bin ich mir sicher. Viele von euch haben ihre Stammläden, wo ihr regelmäßig reingeht. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich gehe rein und ich weiß ganz genau, wo stellt dieser Plattenladen immer seine limitierten Sachen hin, die ein bisschen teurer sind. Das normale Bad-Album als CD, da gibt es so ein CD-Fach. Na, da guckt man mal rein, da weiß man aber schon, da hat man in der Regel alles von. Aber dann sieht man auf einmal in der Vitrine hinten versteckt, naja, eigentlich nicht versteckt, aber es ist schon gut sichtbar, weil der Plattenladen will ja auch diese hochwertigen Sachen verkaufen. Und da sieht man auf einmal einen Artikel, den hat man noch nicht. Und denkt, oh Gott, den will ich haben. Ich bin euer Harry, MJ Update, new in my collection. Es gibt wieder neuen Merch in meiner Kollektion. Und ich habe euch gerade schon erzählt, ich musste diesen Artikel unbedingt haben. Und so bin ich rein und habe ihn gesehen. Ich hatte noch andere Sachen vorher mir mitgenommen und ich hatte das zuerst gar nicht wahrgenommen. Aber dann habe ich ihn auf einmal gesehen und ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich kauft mir den keiner vor der Nase weg. Und ich stand an der Kasse. Und hinter mir standen zwei Jungs, die gesagt haben, oh, guck mal, Michael Jackson. Und da habe ich mir schon gedacht, zum Glück sind die hinter mir in der Schlange. Aber die hatten keine ernsthaften Absichten, das zu kaufen. Aber ich hatte sie. Und als ich in der Kasse stand, habe ich der Verkäuferin einmal meine Sachen gegeben und gesagt, bitte noch diesen Michael Jackson Artikel, den sie mir dann gegeben hat. Und ich war total happy, dass ich endlich diesen Artikel in meiner Sammlung aufnehmen konnte. Und ich zeige euch jetzt, was es ist, weil zuerst einmal wisst ihr ja, dass es das hier gibt. Die Ultimate Collection in diesem wunderschönen Schwarz, das man jetzt gar nicht sehen kann, weil der Hintergrund auch schwarz ist. Aber das ist die Ultimate Collection. Ein Greatest Hits Sammelsurium an Songs rund um Michael Jackson. Und auf 5 Discs ist sein gesamtes Schaffen gepackt. Angefangen mit Disc 1, Jackson 5, Solo-Jahre, die Jacksons sind mit drauf. Disc 2, da geht es um die Off the Wall und Thriller Area. Dann Disc 3, Bad und Dangerous und 4, History, Invincible und so weiter. Also das und so weiter, das war es denn ja schon. Und das Ganze ist gespickt mit, ich glaube, 11 oder 12 Bonustracks. Zum Beispiel das We've Had Enough ist hier drauf. Hier sind aber auch Sachen noch wie Someone Put Your Hand Out, Someone in the Dark. Aber auch unveröffentlichte Sachen bis dahin. Scared of the Moon, Cheetahs. Und ja, Beautiful Girl ist hier drauf. Und In the Back. Also ganz viele Songs, also diese 10, 11 Songs alleine ergeben schon fast ein eigenes Album, was diese Box so speziell macht. Und die schwarze Version, da seht ihr auch, da schimmert auch die Silhouette von Michael, so, wenn man das hier so ein bisschen dreht. Ja, die schimmert da hervor. Und diese schwarze Version, die gab es ja hier in Deutschland und Europa und eigentlich fast überall auf der Welt zu kaufen, außer in den USA und Japan. Und dort gab es, tada, die weiße Edition. Und diese weiße Edition stand tatsächlich hier in Köln in einem Plattenladen meines Vertrauens in der Vitrine und ich musste sie haben. Deshalb führte da kein Weg dran vorbei und wie ihr seht, habe ich sie bekommen. Mein kurzer Aussetzer, mir wurde heiß, kalt, ich schwitzte und so weiter, hat sich gelohnt und der Preis dafür war super. Also der Preis 29,99, wenn man auf Discogs sich das anschaut, die weiße Edition, 40, 50 Euro ist das Minimum. Ich habe die auch schon für 80, für 100 Euro gesehen. Die japanische weiße, die wird in der Regel noch höher gehandelt. Das hier ist die US-Pressung in weiß. Und ja, und dann, selbst wenn man die auf Discogs oder bei eBay bestellt, muss man auch immer noch Porto dazu rechnen. Und dann ist man sowieso, also 50, 60 Euro muss man da Minimum zahlen. Und hier gab es sie für 29,99. Also ich war sprachlos und total happy, dass ich die weiße Ultimate Collection endlich in meiner Sammlung habe. Gucken noch mal rein.
Ja, sie ist genauso aufgebaut wie die schwarze, nur dass eben das Layout drumherum weiß ist. Und die Violette Michaels ist in Gold gehalten, während der Print in der anderen ja auch so in einem dunkleren Schwarz ist. Also das ist goldweiß, das andere ist schwarz-grau gehalten. Und das sind die Discs. Und da befindet sich noch das Booklet. Und ich finde auch, das Booklet von der Ultimate Collection ist richtig, richtig toll gemacht. Das ist wirklich ein richtig gutes Sammlerwerk. Und kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die Ultimate Collection irgendwo findet, dass ihr euch die anschaffen solltet. Die ist wirklich richtig gut aufgemacht. Also hier sind die 4 CDs, wie eben genannt. Und ihr seht jetzt noch eine 5. drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Da war das Bukarest-Konzert der Dangerous Tour drauf. Das war damals das erste Mal, dass sie eben auch veröffentlicht wurde. Ja, das war New in My Collection mit der Ultimate Collection. Reimt sich fast. Und damit wieder etwas Neues in meiner Sammlung. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen entspannten Abend. Alles Gute. Wir sehen uns wieder bei der nächsten MJ-Update-Folge. Bitte liked und kommentiert doch mal die Folge. Schreibt doch mal, ob ihr auch die schwarze und weiße habt oder was ihr generell von der Ultimate Collection haltet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.